Und schon wieder ist eine Woche rum. Das heißt, es gibt wieder einen neuen Film von mir. Diesmal geht es um kleine Spur-Null-Anlagen. Für den Dachgeschossraum, in dem ich letzte Woche mittlere H0-Anlagen gezeigt habe, habe ich natürlich auch Gleispläne in Spur 0 gemacht. Diese Anlagen werden hier gezeigt. Aber zum Thema kleinere Spur-Null-Anlagen bis 15 Quadratmeter passt natürlich auch mein Gaswerk einen an der Waffel. Hier ist ein Ausschnitt der in Bau befindlichen Kleinstanlage. Das Betriebs- bzw. Spielkonzept dieser Anlage und einer weiteren Anlage, eines Gleisanschlusses einer Brauerei, werden im weiteren Verlauf des Films vorgestellt. Der Film zeigt auch, es gibt keine zu kleinen Räume, es gibt nur unpassende Vorstellungen der eigenen Anlage. Aber wie immer gilt, glaubt nicht alles, was ich sage und macht euch eure eigenen Gedanken. Gleich zu Anfang des Films der Hinweis, über Likes und Kommentare freue ich mich ebenso wie über ein Abo. Wer nach dem Abonnieren das Glöckchen klickt, wird über neue Filme von mir automatisch informiert. Nach dem Intro geht's los. Kleinere Spur-Null-Anlagen. Was sind denn kleinere Spur-Null-Anlagen? Nun, kleinere Spur-Null-Anlagen sind im Maßstab 1:45 Single-Deck-Anlagen und etwa in einer Raumgröße bis 15 Quadratmeter unterzubringen. H0-Fans werden jetzt sagen, 15 Quadratmeter ist doch schon eine einigermaßen passable Anlage. Das stimmt auch, allerdings hat Spur 0 den vierfachen Platzbedarf im Vergleich zu H0. Um dies zu verdeutlichen, nehme ich den Raum von Teil 22 für mittlere H0-Anlagen und plane darin einen Dorfbahnhof, eine Hafenbahn und einen Gleisanschluss einer Brauerei. Und abschließend werfe ich noch einen Blick auf meine Kleinstanlage, Gaswerk einen an der Waffel. Hotte am Wald, 3,50 Meter x 4,85 Meter. Die Bahnstrecke, die in Hotte am Wald ihren Endpunkt findet, ist eine Bahnstrecke von tertiärer Ordnung. Sie ist im Prinzip wirklich unbedeutend. Deshalb laufen auch weite Teile der Strecke im Plenum einer öffentlichen Straße. Bis etwa zur Mitte der 1970er Jahre war dies ein durchaus nicht ungewöhnliches Szenario. Der Vierteljard der Anlage liegt bei dieser Planung außerhalb des Raumes im Flur. Er hätte aber auch genauso gut in der Mitte des Raumes Platz finden können. Diese Planung zeigt also, dass man auch in Spur 0 keine riesigen Räume braucht, um relativ konventionelle Themen auf einer Anlage unterzubringen. Aber normal gibt's schon, deshalb interessiert mich das eher weniger. Kommen wir also nun zu den in meinen Augen wirklich interessanten Themen. Hafenbahn einen an der Waffel in Spur 0 Variante 1, 3,50 Meter x 4,85 Meter. Diese Anlage stellt einen Teilausschnitt der städtischen Hafen- und Verbindungsbahn einen an der Waffel dar. Ihren Ursprung hat diese Bahnstrecke etwa in Epoche 1b. Der Grund ihres Entstehens lag in der damaligen Organisation des Eisenbahnwesens im späten 19. Jahrhundert. Einen an der Waffel war und ist Messestadt. Aufgrund dieser Eigenschaft ist sie natürlich Zielpunkt vieler Waren- und Verkehrsströme aus verschiedensten Richtungen. Handelsreisende, die aus dem Osten kamen und über einen an der Waffel nach Süden weiter wollten, kamen in einem Kopfbahnhof im Osten der Stadt an. Von da aus mussten sie mit einer Kutsche oder sonst wie in den Südwesten der Stadt kommen. Dort ging es dann von verschiedenen Bahnhöfen in verschiedene Richtungen weiter. Ziel dieser seltsamen Politik war es, der lokalen Wirtschaft Zugriff auf die ankommenden Waren zu ermöglichen. Also im Prinzip eine moderne Form des mittelalterlichen Stapelrechts. Als die Stadtväter dann merkten, dass immer mehr Verkehrsströme an der Stadt einen an der Waffel vorbeiflossen, musste gehandelt werden. Das Ergebnis war die Verbindungsbahn. Durch verschiedene Infrastrukturmaßnahmen im frühen 20. Jahrhundert wurde aus der Verbindungsbahn die städtische Hafen- und Verbindungsbahn einen an der Waffel. Wegen der dichten Bebauung der Stadt konnte die Trasse der Verbindungsbahn nur am Waffelufer entlang geführt werden. Dort lief sie durch weitläufige Parkanlagen, an sich ein sehr schönes Motiv für Industriebahnanlagen. Und genau in diesem Wechsel zwischen Parkanlagen und Industriearealen sehe ich auch einen besonderen Reiz dieser Anlage. Letztendlich kann so auch glaubwürdig Museumsbahnverkehr auf einer Industriebahnstrecke dargestellt werden. Wer jetzt glaubt, verschiedene Ähnlichkeiten zur städtischen Hafen- und Verbindungsbahn Frankfurt am Main entdeckt zu haben, nun ja, ich kann mir ja nicht allen Scheiß ausdenken. Hafenbahn einen an der Waffel in Spur 0, Variante 2, 3,50 Meter x 4,85 Meter. Im Prinzip ist es das gleiche Anlagenthema wie eben und die gleiche Anlagenform wie eben.
aber der Gleisplan ist ein anderer. Lag der Schwerpunkt bei der ersten Variante der Anlage eher auf dem Fahrbetrieb, liegt er bei dieser zweiten Variante der Anlage eher auf dem Rangierbetrieb. Die Touristikfahrten enden diesmal halt eben direkt am Hafenbecken und nicht im Industriegebiet. Neben einem Hafenbecken findet diesmal auch das BW der Hafenbahn einen Platz auf der Anlage. Dadurch ergeben sich noch einige Betriebsmöglichkeiten mehr. Und ein Frachtschiff der CEMT Klasse 3 ist natürlich auch ganz interessant auf so einer Anlage. Insgesamt finde ich beide Anlagen ganz gut, aber ich glaube, aus dem Raum könnte man noch mehr rausholen. Anschlussgleis Kellerbierbrauerei in Spur 0, 3,50 Meter x 4,85 Meter. Den Denkanstoß zu dieser Anlage gab der Gleisanschluss der Felsenkeller Brauerei in Herford. Von dem ideengebenden Vorbild ist allerdings nichts übrig geblieben. Naja, fast nichts. Der Verladekeller ist übrig geblieben. Wer sich für das Thema interessiert, sollte mal auf der Google-Bildersuche nach dem Stichwort Verladekeller suchen. Ein entsprechender Link ist auch in der Videobeschreibung. Die Betriebssimulation auf der Anlage ist wie folgend beschrieben vorgesehen. Eine V60 schiebt aus dem Schottenbahnhof 2 bis 3 Kühlwagen auf eines der Übergabegleise. Die Waggons werden auf dem freien Gleis abgestellt. Nun wechselt die V60 auf das andere Gleis des Übergabebahnhofs und nimmt die dort stehenden Kühlwagen mit in den Schattenbahnhof. Nun kommt die werkseigene Lok aus dem Lokschuppen und koppelt an die eben abgestellten Kühlwagen an. Sie zieht die Waggons aus dem Übergabebahnhof heraus, kommt zum Stehen und wechselt die Fahrtrichtung in Richtung Spitzkehre. Von dort aus geht es über eine langgezogene Rampe in die obere Ebene. Dort kommt der Zug zum Stehen, wechselt die Fahrtrichtung und stellt die Waggons an der Verladerampe ab. Hintergrund der Aktion: Die zurückkommenden Kühlwaggons sind voll mit leeren Bierfässern. Die müssen aus den Waggons ausgeladen werden, gewaschen und wieder neu befüllt werden. Wenn die Kühlwaggons leer sind, werden sie von der Verladerampe auf der oberen Ebene der Anlage abgeholt und in den Verladekeller gebracht. Dort werden die Kühlwaggons mit vollen Fässern beladen. Danach werden sie auf der Übergabegruppe zur Abholung bereitgestellt. Aber bei einer Brauerei geht es natürlich nicht nur darum, Fässer abzuholen und wieder herzubringen, es geht natürlich auch darum, die Fässer zu befüllen und die Rohstoffe für die Bierherstellung anzuliefern. Ich nehme mal an, diese Brauerei stellt ihr Malz noch selbst her, das heißt, es müssen Brauweizen und Braugerste angeliefert werden. Natürlich kommt auch der Hopfen per Bahn. Da auch die Entladestelle für die Getreide in der oberen Anlagenebene ist im Prinzip wieder derselbe Betriebsablauf wie vorhin notwendig. Der einzige Unterschied ist, dass Fahrzeuge für Getreideanlieferungen nicht in den Verladekeller müssen. Sie werden also direkt nach der Entladung in der Übergabegruppe bereitgestellt. Auf die Spitze treiben könnte man das Thema der Brauerei Werkbahn natürlich mit der Bahn von der Guinness Brauerei in Dublin. Aber das ist eher ein Thema für GN15 oder 0E. Naja, bevor ich Durst bekomme, wechsle ich jetzt lieber mal das Thema Richtung Gaswerk Einen an der Waffel. Gaswerk Einen an der Waffel in Spur 0, ca. 4,20 Meter x 85 cm. Bevor ich mich an ein größeres Projekt in einer bestimmten Nenngröße herantraue, baue ich üblicherweise erstmal eine Übungsanlage. Aber natürlich soll sie schon anders aussehen als Stimmknopf im Takatuka-Land. Nach unzähligen Überlegungen und Versuchen bin ich letztendlich beim Gaswerk Einen an der Waffel gelandet. Gaswerke sind letztendlich kleine Kokereien, deren Ziel es ist, Gas zu erzeugen und nicht Koks. Aber wie Kokereien sind Gaswerke dreckig, staubig und versifft. Genau mein Thema. Um mich herum ist viel Landschaft und Natur. Deshalb brauche ich auf der Modellbahn Industrie und Dreck. Wie dem auch sei, auf der Anlage hätte ich doch ganz gerne ein paar Züge, die sinnvolle Aufgaben erledigen und nicht einfach nur im Kreis rumfahren. Und auch da ist ein Gaswerk ein idealer Anlagengegenstand. Aber jetzt blende ich besser erstmal die Beschriftungen ein. Der Gedanke ist: Eine Köf kommt mit 2 beladenen O-Wagen auf die Anlage. Ihr Ausgangspunkt war der Schattenbahnhof rechts außerhalb des Schaukastens. Sie schiebt die beiden O-Wagen so lange vorwärts, bis der erste von ihnen im Waggonkipper steht. Dann wird dieser Wagen abgekoppelt und sie zieht mit dem zweiten Wagen etwas zurück. Der Wagen im Waggonkipper, beladen mit echtem Schüttgut, wird durch den Waggonkipper entleert. Nach der Entleerung wird der O-Wagen wieder angekoppelt und unter die Kokssortieranlage geschoben. Nachdem der erste O-Wagen unter der Kokssortieranlage steht, wird er abgekuppelt und der zweite O-Wagen wird in den Waggonkipper geschoben.
Auch er wird entleert und danach in die Koks-Sortier- und Schüttanlage geschoben. Während der zweite Wagen auf dem Waggonkipper entleert wird, wird der erste Wagen in der Koks-, Schütt- und Sortieranlage neu befüllt. Nach der Entleerung kommt auch der zweite Wagen in die Schütt- und Sortieranlage. Dort wird er neu befüllt. Nach der Neubefüllung mit Schüttgut wird der Zug über die Gleiswaage Richtung Schattenbahnhof gezogen. Alternativ könnte man das Szenario auch so durchspielen, dass die KÜV der Städtischen Hafen- und Verbindungsbahn die beiden O-Wagen auf dem Übergabegleis des Gaswerks abstellt. Danach verlässt sie die Szenerie wieder Richtung Schattenbahnhof. Nun tritt die KÜV des Gaswerks in Aktion. Sie befindet sich derzeit noch im Lokschuppen. Sie fährt aus dem Lokschuppen raus und wechselt irgendwann die Fahrtrichtung, zieht dann ein wenig zurück und wechselt die Fahrtrichtung abermals, um die O-Wagen aus dem Übergabegleis zu holen. Nun setzt sich das Spiel, wie vorhin schon beschrieben, weiter fort. Zu erwähnen ist vielleicht noch, dass sowohl der Waggonkipper als auch der Lastenaufzug für das Schüttgut bei mir manuell betrieben werden sollen. Diese Maßnahme soll einfach für mehr Beschäftigung an und mit der Anlage sorgen. So, was darf's denn sonst noch sein? Aber bitte bleibt realistisch, das Thema muss innerhalb einer Woche inhaltlich verarbeitbar sein und es muss auf einer Modellbahn darstellbar sein. Und nicht vergessen, bitte bewerten, abonnieren, Glöckchen anklicken, meine anderen Videos und die Videobeschreibung beachten.